Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute hat es wieder einen festen Radierer, einen anständigen Hodern. Heiß. Bin nicht so der Slugi oder Salugi. Ich wäre als Hund eher ein norwegischer oder schwedischer Elchhund, glaube ich. Ja, aber wir können sowieso nichts tun, müssen das ertragen. Nun, zum heutigen Video. Ja. Und wieder eines, das es zu 100% auf Menschen abgesehen hat, die in Zukunft ihren ersten Hund erwerben. Wieso? Nun, ich sage Ihnen was. Ich verspreche Ihnen, das folgende Video behandelt wieder eine Rasse, stellt wieder ein Rasseporträt dar, aber das heutige greift nochmal aufs Thema Tipps für Ersthundebesitzer zurück. Speziell in letzter Zeit habe ich enorm viele E-Mails von Ihnen bekommen. Viele E-Mails von Menschen, die sich meinen Kanal ansehen, weil sie noch keinen Hund hatten, in Zukunft aber gerne einen haben möchten. Deswegen auch heute wieder ein Video in diese Richtung. Heute möchte ich Ihnen versuchen zu erzählen, was ich von Beginn an anders tun würde beim Erwerb meines ersten Hundes. Und dabei helfen werden mir meine 4 bis jetzt von mir besessenen Hunde. Der Boris, der Attila, Shiro und der Vito. Also bis gleich. Ja, nun, gleich vorneweg möchte ich Sie um Verzeihung bitten, wenn einige Bilder meiner Hunde eher schlechter Bildqualität entsprechen. Boris und Attila wurden mit normalen Fotoapparaten geschossen und ich habe diese Bilder mit meinem Smartphone vom Foto aufgenommen, also dementsprechend sehen die aus. Ich habe das Werkzeug nicht zu Hause, diese Bilder zu schärfen. Ja. Bin mir sicher, es gibt noch weit schönere Bilder von Boris und Attila, auch von Shiro. Doch befinden die sich alle irgendwo am Dachboden meiner Eltern. Ich muss mir mal die Zeit nehmen und da oben beginnen herumzukramen, die Jungs auszugraben und werde die Bilder dann eventuell nachträglich präsentieren. Doch heute sehen Sie Bilder von Boris, von Attila, die nicht so schön sind von der Qualität her. Schön an sich sind die Jungs, ganz klar, aber alle meine Hunde für mich die schönsten Hunde, die es jemals gab, so wie für sie ihrer der schönste ist. Aber wir werden das schon schaffen. Ja, beginnen wir gleich mal mit Boris. Boris, ein Rafeiro do Alentejo, ein portugiesischer Herdenschutzhund, erworben als Herdenschutzhunde-Mix. Das ist eine recht verworrene, teilweise komplizierte Geschichte. Ich verspreche Ihnen aber, diese Geschichte mal detailliert zu erzählen. Ist auch sehr spannend. Ja. 1981 bekam ich Boris als meinen Hund von meinem Vater und meiner Mutter geschenkt. Ja. Und dieser Hund musterte sich unter meinem Vater zum besten Gebrauchshund, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Nicht nur, weil es mein Hund war. Boris hatte den Spitznamen Weltmeister. Ja, unter den Gegnern, die gegen ihn bei den Turnieren antraten. War ein fantastischer Gebrauchshund. Ja. Ist ein völliger Widerspruch zur Rasse, denn Herdenschutzhunde gelten alles andere als gesuchte Gebrauchshunde. Aber hier sehen wir, Ausnahmen bestätigen die Regel. Boris war ein kapitaler Rüde mit 74 cm Schulterhöhe, der sich immer zwischen 65 und 68 Kilo Gewicht bewegte. Das wissen wir deswegen. Mein Vater, der damals noch in einer Molkereifirma arbeitete,
mich mal mit Boris mitnahm oder öfter mitnahm, dort hatten sie eine Lastenwaage, da stellten wir nicht mehr drauf. Ja, und manchmal warf er 65 Kilo auf die Waage, manchmal waren es auch 68 Kilo. Kam immer darauf an, waren die Hündinnen läufig, fraß er weniger, war es sehr heiß auch, ja, dann nahm er etwas ab. Ja, zu Zeiten, wo keine Hitze bei den Hündinnen vorkam und wo es etwas angenehmer war vom Wetter her, nahm er etwas zu. Ein Hund mit einem traumhaften Wesen, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Also ein Hund, wie man ihn sich charakterlich nur wünschen kann. Ein wahrer Gentleman, selbstbewusst, ausgeglichen, intelligent, traumhaft. Basiswissen zum Thema Hunde allgemein, das fehlte uns beim Erwerb von Boris. Also meine Eltern haben hier so typisch für die damalige Zeit gehandelt, nämlich nach dem Hörensagen, wie man es halt mitbekommt von anderen, als sie Boris geholt haben. Ne? Doch Boris selbst hat uns dieses Basiswissen gelernt. Ja, der Hund funktionierte in einer Art und Weise, wie wenn wir etwas mit ihm getan haben und es klappte nicht gleich, weil wir generell Fehler gemacht haben von Beginn an, ja, dann zeigt ja dieser Hund teilweise einen Charakter wie, ja, lass dir Zeit, ja, kein Problem, wir versuchen das Ganze von vorne nochmal. Ja. Boris führte uns in die Materie des Fütterns, der Fellpflege, des Umgangs mit Rüden zum Thema Hitzezeit der Hündinnen und so weiter ein. Ja. Der eröffnete uns mit unendlicher Geduld und Nachsicht die geistige Welt der Hunde. Bin mir sicher, viele andere Hunde hätten uns diese Fehler nicht auf diese Art und Weise verziehen, wie Boris das tat. Ganz sicher nicht. Ja. Hätten uns nicht so korrigiert, wie er das getan hat. Diesen wahrlich traumhaften Hund, den werde ich für seine Existenz auf ewig dankbar sein. Und ich halte sein Andenken in allerhöchsten Ehren. Liebe ihn bis heute enorm. Könnte ich die Zeit zurückdrehen auf 1981, ja, würde ich als Erwachsener vor dem Erwerb von Boris viel mehr Fokus auf allgemeine Basics zum Thema Hundehaltung legen. Auf jeden Fall. Zu 100%. Mich nicht so unvorbereitet ins Abenteuer Hund hineinstürzen, wie wir es getan haben, meine Eltern es getan haben. Doch zum Glück war mein Vater und meine Mutter waren beide mit natürlichen Händchen für Hunde ausgestattet. Ja, und das Ganze in Verbindung mit Boris, der einen fantastischen Hund darstellte, ja, sorgte dann dafür, dass das auch klappte. Ne? Da hätte so viel schief gehen können, ja, denn wirklich vorbereitet waren wir nicht und schon gar nicht für einen Herdenschutzhund. Doch Boris besaß derartigen Überschuss an Charakterqualität, dass er unser zu Beginn vorherrschendes Defizit dazu ausglich. Ja? Und es war mehr oder weniger nur Glück. Also, was würde ich heute bei Boris anders machen? Ich würde mich vor dem Erwerb von Boris weit besser vorbereiten auf das Tierhund selbst. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Das war Boris. Gehen wir weiter zu Attila. Boris war 7 Jahre alt, als Attila folgte und als Zweithund dazukam. Ein American Pitbull Terrier, in welchen, oder sagen wir so, in dessen Eltern ich mich von Anhieb verliebt habe. Sein Vater Billy Boy, seine Mutter Nina. Beides Hunde, die aus einer lückenlosen Fighting Dog Linie stammten, die selbst aber nie in der Pit standen. Also die Züchterin von Nina und von Billy, dem Vater von Attila, hatte mit dem Hundekampf nichts am Hut. Doch die Besitzer der Ahnen, der Elterntiere meines Hundes Attilas sehr wohl, ja, konnte man in den Papieren nachlesen. Ja, Nina und Billy wurden miteinander verpaart und ich habe mich schon angemeldet für einen Welpen. Ja, und so kam Attila zu mir ins Haus. Zu dieser Zeit waren wir schon 7 Jahre lang im Hundesport involviert, waren da voll dabei, alles gut. Ja, also da gab es zum Thema Basics
zum Thema Hund überhaupt keine, wie soll ich sagen, Ungereimtheiten mehr für uns. Ja, Attila hatte als Erwachsener 48 cm Schulterhöhe und war 27 Kilo schwer. Der Zuseher, das wirkt alles recht, wie soll ich sagen, ja, sanft. Aber das waren 27 Kilo Dynamit. 100%iges Dynamit. Ja, also wie gesagt, die Basics zum Thema Hund, die hatte ich zu Zeiten, als ich Attila erworben habe, schon alle verinnerlicht. Ja. Doch ich habe die Geschichte rund um die Vererbungsgenetik unterschätzt gehabt, schwer unterschätzt gehabt. Denn ich habe diesen Hund von klein an fest gepfeffert und erweckte somit einen wahren Dämonen. Ja. Er war der herrlichste Familienhund zu Hause, verschmust, verspielt, herzlich, liebevoll. Ja. Zu den Erwachsenen wie auch zu den Kindern. Aber außerhalb ein zu 100% von sich überzeugter Vollblutkrieger mit enormer Leistungsfähigkeit. Ich sage Ihnen was. Attila hätte einen T-Rex angenommen, selbst wenn ihm klar gewesen wäre, dass dieser ihn auf der Zunge zerdrückt. Ja. Hauptsache wäre gewesen, der T-Rex würde ihm einen guten Kampf geliefert haben. Ja. So tickt er ja. Ja. Meine Erziehung von Attila würde ich heute als etwas fahrlässig bezeichnen, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja. Einen Hund wie Attila zu pfeffern ist wie einen Bruce Banner zu verärgern und Sie wissen, was dann geschieht. Er wird dann grün zum Hulk. Ja. Hatte viele Probleme mit diesem Hund. Ja. Wurde öfter angezeigt, obwohl er immer an der Leine gesichert war, aber dementsprechend gewütet und der Rüden, die unerlaubt in uns hineingeschossen kamen. Ja. Ich liebte und liebe diesen Hund unendlich, glauben Sie mir das. Ja. Aber es war schon enormer Stress, mit ihm vorzugehen. Also, was würde ich heute anders machen? Nun, ich würde heute diesen Hundetyp, wie Attila einen darstellte, von Beginn an versuchen, zu einem Pazifisten zu formen. Ganz klar. Denn handelt man so, wie ich bei Attila es getan habe, dann ist es vorbei mit der Gemütlichkeit. Das kann ich Ihnen garantieren. Ja, ein Hund, der sich im Zoo völlig von sich überzeugt an den Besuchern vorbei zum Löwenkäfig vordrängt und wütend fordert, lasst mich rein zu diesem mähnigen Schönling, ich hau ihm aufs Maul. Ja. Der ist selten ein Genuss im Alltag, ja, und so funktioniert der ja. Also, was hätte ich anders gemacht? Ich hätte mich, was seine Erziehung betrifft, völlig andere Richtung bewegt. Ja. Nun zu Shiro. Shiro, mein Tosa Ino, der kam Anfang 2010 zu mir. Ich war schon immer Molosser-Fan. Und das Erste, was ich bei Hundeerstellungen tat, war in die Molosser-Halle reinzugehen und mich da dem Genuss dieser herrlichen Hundekategorie hinzugeben. Ne. Irgendwann mal sah ich in Tulln, Tullner Messegelände, höchstwahrscheinlich der Ort, wo ich bei den meisten Ausstellungen war, meinen ersten Tosa Ino, einen Rüden aus der Tschechei, und ich wusste, irgendwann habe ich mal einen Tosa Ino. Ja, und so geschah das auch. Recherchierte mich durch die Gegend durch, entschied mich dann für einen Züchter. Ja, und einige Wochen bevor Shiro zur Welt kam, war ich schon das erste Mal zu Besuch. Also da war seine Mutter noch trächtig mit ihm und sah mir den Vater an, sah mir die Mutter an, sprach mit dem Züchter. Ja. Und noch bevor er auf der Welt war, war ich 3-mal zu Besuch, ja, und dann holte ich ihn mir. Bei Shiro habe ich erziehungstechnisch, und auch wenn es um die Vorbereitung geht, ja, da konnte ich schon Erfahrung sammeln bei Boris und bei Attila, habe ich alles richtig gemacht. Ja, und alles rund ums Tierhund war mir schon mehr als vertraut. Und doch würde ich heute einiges anders machen, würde ich die Zeit zurückdrehen können, dorthin,
an den Tag, wo ich mir den Shiro geholt habe. Ja. Denn obwohl ich wusste, dass speziell Molosser-Welpen, wenn es um Bewegung geht, schonend zu behandeln sind, habe ich mich mit Shiro auf dünnem Eis bewegt. Ja, gebe ich offen und ehrlich zu, und deswegen kritisiere ich mich bis heute noch. Ich glaube nicht, dass es ihm etwas getan hat. Ich weiß nicht, ob es ihm später etwas getan hätte, denn Shiro wurde leider nur 10 Monate alt. Ja. Aber ich glaube, ich habe etwas zu viel gefordert. Schande über mein Haupt, ich hätte es besser wissen müssen. Ich war zu viel mit ihm unterwegs. Würde ich die Zeit zurückdrehen können, an den Tag, wo ich ihn mir geholt habe, ja, würde ich das Ganze mit ihm als Welpe und Junghund weit sachter angehen. Nicht derartig lange Spaziergänge absolvieren mit ihm, ihn körperlich weniger fordern. Wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, ich glaube nicht, dass ich ihm gesundheitlich geschadet habe, aber es hätte leicht sein können. Shiro ist mit 10 Monaten verstorben, ich musste ihn gehen lassen. Eine mysteriöse Krankheit, die selbst Spezialisten vor Rätsel gestellt hat. Ich möchte da nicht wirklich tief auf das Ganze drauf eingehen, das ist eine sehr dramatische Erfahrung für mich gewesen, das Ganze drumherum. Und ich bitte Sie um Verständnis, wenn ich da hier nicht weiter diesbezüglich spreche. Also, was würde ich bei Shiro oder was hätte ich bei Shiro heute anders gemacht? Ja, ich würde ihn auf jeden Fall als Molosser-Welpen mehr schonen. Als Molosser-Welpen, als Junghund mehr schonen. Wir wissen alle, die Molosser wachsen sich langsam aus. Im Vergleich zu anderen Hunderassen sehr langsam. Bei denen ist lange Zeit alles weich. Die Gelenksfugen noch nicht ganz geschlossen. Da sind sie bei anderen Hunden schon zu, speziell Terrierrassen. Kleinere Hunde sind weit schneller erwachsen körperlich, als es Molosser sind. Dementsprechend gehören sie auch geschont. Ich glaube, dass ich bei Shiro hier etwas übertrieben habe und das ist eine Sache, die ich nicht mehr machen würde. Also das würde ich bei Shiro anders machen. Und nun zu Vito, und der kam vor 5 Jahren im Alter von 5 Monaten zu mir, mein Bandit, den ich über alles liebe. Und ich habe gesagt, dass ich Boris noch immer wahnsinnig liebe und auch Attila noch immer liebe. Und bei Shiro habe ich es vergessen. Das möchte ich natürlich nachholen. Auch Shiro, der mittels großem Porträt bei mir im Vorzimmer hängt, den liebe ich bis heute wahnsinnig. Nun, zurück zu Vito. Ja, Vito lernte und lernt mir von allen meinen Hunden bis jetzt am meisten. Das kann ich Ihnen sagen. Ja. Ich bin ein alter Hundefuchs und möchte mich als erfahrenen Hundemann bezeichnen, doch manchmal komme ich mir bei Vito vor wie ein völliger Neuling, denn der funktioniert charakterlich so völlig anders als seine Vorgänger. Ja, jeden Tag muss ich mich bei ihm auf neue charakterliche Spielchen einstellen, das ist aber gut so. Ja. Somit hört mein Lernprozess niemals auf. Doch wissen Sie, zu welchem Thema er mir am meisten die Augen geöffnet hatte, und das ist eines, das für Sie sehr interessant sein könnte. Ja. Hier muss ich etwas ausholen. Ja. Ist aber ein ganz wichtiges, das von vielen Hundehaltern da draußen völlig unterschätzt wird. Ja. Sie werden jetzt vielleicht staunen. Ja. Eine Sache, die ich zu 100%, würde ich mir nach Vito noch einen Hund nehmen, genauso wieder machen würde. Ja, es geht um die absolute Wichtigkeit der regelmäßigen Pflege des Hundes. Ja. Natürlich wurden auch meine vorherigen Hunde gepflegt, regelmäßig gepflegt, ganz klar, aber bei weitem nicht derartig intensiv und täglich, wie Vito das wird. Ja, aber nochmal, passen Sie auf. Vito war gerade mal 1,5 Jahre alt, begann er sich extrem häufig und intensiv zu beißen und zu kratzen. Ja, das Erste, was Ihnen in solch einem Fall einfällt, ist Allergie. Entweder gegen Gräser, Milben, also Ungeziefer, oder Futterallergien. Ja. Sie beginnen mit den üblichen Verdächtigen. Sie beginnen damit, die Futtersorten zu wechseln. Ja, was soll ich Ihnen erzählen? Würde das Video zu sehr in die Länge ziehen. Also, wir behandelten das ganze Kratzere Juckreiz mit den üblichen Verdächtigen. Ja, nutzte nichts. Wurde immer schlimmer. Immer schlimmer, immer schlimmer. Hören Sie, ich sage Ihnen was. Den fehlte schon 1/3 seines Fells
Das hat er sich alles weggebissen, das sah fürchterlich aus. Ich wusste schon nicht mehr, was ich den Leuten sagen sollte, wenn mich die fragten, was hat dein Hund? Wahnsinn, ne? Ja, gut. Eines Tages stand ich in der Früh auf, kam raus, der Hund lag vor mir und eine Pfote war 3-mal so groß, wie sie im Normalfall war. Die hatte geschwollen. Das hatte er auf allen 4 Pfoten, an den Vorderläufen und an den Hinterläufen. Wahnsinnig dick geschwollene Pfoten. Ich dachte, mein Gottes Willen, was hat der Hund? Noch dazu schwitzten die. Ja, also wenn er wo gestanden ist, dann hinterließ er nasse Flecken. Er hat immer zum Tierarzt gefahren, unser Problem dort erzählt. Gleichzeitig auch Juckreiz, Beißen, Kratzen, ja, Antibiotika. Gut. Antibiotika gegeben, die Schwellung an den Pfoten wurde besser, auch der Juckreiz hörte etwas auf. Dachte mir, wir haben die Kurve gekratzt, Antibiotika abgesetzt, eine Woche später alles wieder von vorne, doppelt so schlimm. Pfoten schwollen an, er kratzte sich, biss sich, sah fürchterlich aus, bekam über Nacht überall blutende Krusten. Der Hund hatte blutende Krusten am Kopf, unter den Augen. Das wurde derartig schlimm, dass das linke Auge bei ihm nur mehr eine einzige Fleischmasse war. Egal, wo man ihn angegriffen hat, man hatte Blut an den Fingern. Erbärmlicher Zustand. Meine Frau wechselte am Tag 3- oder 4-mal seinen Platz, weil alles verschmuddelt war. Ja. Tierarzt, Antibiotika, Salben, Bäder, etc. Alles. Ja, wurde etwas besser. Wir setzen die Antibiotika ab. Wieder alles von vorne. Doppelt so schlimm. Was soll ich Ihnen sagen? Bei mir lief schon der Film vor Augen ab, wie ich ihn einschläfern lassen muss. Ja. Sie konnten mich mental wegschmeißen, derartig zertrümmert war ich im Kopf. Der Hund wurde immer weniger, man sah die Rippen schon, 2/3 seines Fells waren weg, das sah aus, als hätte er die Reude, überall blutete er. Wir ließen ihn auf alles testen, auf Leishmanose, auf das, denn das war der erste Verdacht, der jetzt, der hat Leishmanose, Sie wissen schon, Mittelmeerkrankheit, nicht heilbar. Es gibt zwar Medikamente dagegen, die dem Hund einen leichteren Krankheitsverlauf schenken, aber heilbar ist Leishmanose nicht. Leishmanose negativ, erster Test, zweiter Test, Leishmanose negativ, dritter Test ebenfalls, Leishmanose negativ. Gott sei Dank. So. Irgendwann mal, wir haben alles versucht. Stieß ich im Internet auf dieses Mittel aus der USA, das so hochgepriesen wird, Cytopoint. Machte dem Tierarzt den Vorschlag, probieren wir es mal mit dem Cytopoint statt mit Antibiotika. Und mehr als das nicht klappt, kann nicht sein. Er sagte, ja, können wir probieren. Gut, eine Spritze pro Monat, 40 Milligramm, einmal im Monat bekommt er die. Cytopoint, und ich begann damit, ihm jeden Tag sein Fell zu pflegen, täglich die Ohren auszuputzen, die geimpften Felder zu meiden, hohes Gras, wo Zecken und Hirschlausfliegen im Wald herumfliegen können. Ja, es wurde besser. Dann Juckreiz hörte auf, die Krusten verheilten, die Pfoten schwollen ab. Ich machte dieses Cytopoint für diesen Erfolg verantwortlich. Seit dem Tag. Ja, das hat er insgesamt 2 Jahre bekommen. In den 2 Jahren Verabreichung von Cytopoint betrieb ich die tägliche Fellpflege weiterhin. Also er wurde jeden Tag, und bis heute, täglich wieder von mir mit den Fingern, nicht mit dem Kamm oder mit der Bürste, wird sein Fell gegen den Strich anständig von mir durchgeknetet, da fliegt die abgestorbene Unterwolle herum. Ja, ich ersetze die Bürste oder den Kamm durch meine Finger. Sie verstehen, was ich meine. Mache mit den Fingern nichts anderes als Sie mit dem Kamm oder mit der Bürste. Das mache ich täglich, egal ob er im Fellwechselzyklus ist oder nicht. Ja, es geht vom Kopf, vom Hals, über den Nacken, die Schultern, den Rumpf, den Hinterbeinen, überall. Ja, die Hose, die Rute, alles. Also da fliegt täglich die Unterwolle. Danach wird er mit einem nassen Baumwolllappen mehr oder weniger gewaschen. Ja. Und wenn das ein weißer Baumwolllappen ist, wenn Sie das mal versuchen, sehen Sie sich dann diesen Baumwolllappen an, welcher Schmutz auf diesem zurückbleibt, wenn Sie das bei Ihrem Hund tun, auch wenn Sie das täglich tun. Ja. Also wird nach dieser Behandlung mit den Fingern immer mit einem nassen, den mache ich zu Hause nass und gebe ihn dann in so eine wasserdichtes Säckchen hinein,
So transportiere ich den und draußen dann an seinem Platz, wo diese Fellpflege stattfindet, nutze ich den dann. Nehme ich den dann raus zu Hause wieder gewaschen. Wieder sauber gemacht, mehr oder weniger gewaschen, ja, also mit diesem nassen Lappen. Wenn der Körper gewaschen ist, putze ich ihn, mit den Fingern mache ich das, wirklich mir diesen nassen Lappen, den ich vorher vom Fell gesäubert habe, damit ich ihm da nichts reinbohrl in die Ohren, putze ich ihm die Ohren. Das mache ich auch täglich. Und dennoch ist immer Schmutz auf diesem Lappen draußen. Einmal die Woche kümmere ich mich um seine Krallen, damit die nicht zu lang werden. Ob das mit dem jetzt zu tun hat, auf das ich hier hinaus möchte, weiß ich nicht. Aber ich habe es mir angewohnt. Ja. Muss ich machen, weil wir viel auf weichem Boden unterwegs sind, weniger auf hartem Boden. Er wetzt sich die Krallen von selbst nicht genug ab. Deswegen dremel ich ihm einmal die Woche die Krallen. Ich zwick sie nicht, ich dremel sie mit dem Dremel. Ich habe da ein eigenes Video gemacht drüber. Er hat schwarze Krallen und ich sehe das Leben nicht. Traue sie mir nicht zwicken. Deswegen mache ich das mit dem Dremel. Ja, aber wie gesagt, irgendwann mal sagte ich zu meiner Frau, hör zu, sollen wir es versuchen, hören wir mit dem Zytopoint auf? Obwohl ich wusste, wenn er an Allergien leidet oder sonst irgendwas, sollte man mit dem Zytopoint nicht aufhören. Das sollte man dann bis ans Lebensende geben, da dieses Erscheinen der Allergien dann gleich wieder zurückkommt. Ja? Wir wagten es. Wir hörten auf. Eine Woche nichts, ein Monat nichts, 2 Monate nichts. Die letzte Zytopoint-Spritze bekam er voriges Jahr im August. Mein Hund strotzt vor Gesundheit. Und jetzt sage ich Ihnen was, ob Sie es mir glauben oder nicht. Wenn sich mein Hund im Monat einmal kratzt oder beißt, dann ist das viel. Es ist normal, dass sich Hunde hier und da mal kratzen oder beißen, weil ihnen was juckt. Ich schwöre Ihnen, so wahr ich hier stehe, einmal im Monat, dass er sich beißt oder kratzt, weit weniger als normal ist. Ja? Tägliche Fellpflege. Tägliche Fellpflege. Finger statt der Bürste für abgestorbene Unterwolle oder Deckhaar. Dann wird er mit nassen Baumwolllappen gewaschen. Dann putze ich ihm die Ohren. Einmal die Woche mache ich ihm die Krallen. Der Hund strotzt vor Gesundheit. Und jetzt sage ich Ihnen was. Schauen Sie. Ich vermute, dass der Hund keine Allergie gehabt hat. Also nicht keine Allergie gegen Gräser oder irgendwas oder keine Futtermittelallergie. Ich glaube eher, dass er eventuell da irgendwie, dass es ihm da irgendwie erwischt hat aufgrund, also es wird eine Kombi gewesen sein. Wir haben hier Hirschlausfliegen. Ich habe ihn nie nach diesen Tieren abgesucht. Ich bin mir sicher, dass ich die zuhauf mit nach Hause genommen habe, in seinem Fell und die ihn gebissen haben. Hirschlausfliegen können böseste Infektionen bei Hunden auslösen. Warten Sie, das können auch Zecken. Noch dazu werden bei uns natürlich wie überall anders auch die Felder manchmal von den Bauern geimpft. Das war wahrscheinlich eine Kombi, die ihm nicht wirklich gut getan hat. Ich sage Ihnen was, wenn ich heute mit ihm im Wald unterwegs bin, bei uns wimmelt es von Hirschlausfliegen. Dann habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, das tue ich schon lange, ja, dass wenn ich mit ihm den Wald verlasse, nehme ich ihm sein Brustgeschirr runter und streiche ihn mit den Fingern einige Male entgegen der Richtung durchs Fell. Und 9 von 10 Mal kommen 1 oder 2 Hirschlausfliegen zum Vorschein. Die flüchten dann durch meine Finger, kommen raus und die kann man sehr leicht fangen. Die haben nicht die Reaktion wie die normale Stubenfliege, sondern die kann man, wenn man schnell ist, ja relativ leicht fangen. Und dann töte ich sie. Denn wenn Sie den nur nehmen und wegschmeißen, sitzt die wieder am Hund drauf, die jagt sie, die kommt zurück. Also es nutzt nichts, wenn Sie die vielleicht erwischen beim Hund, Hirschlausfliegen, googeln Sie mal, dann wissen Sie, wie die aussehen. Nur nehmen und wegschmeißen. Die ist im Nu wieder da und sitzt dann entweder wieder auf ihrem Hund, krabbelt wieder unter das Fell oder sitzt bei Ihnen irgendwo, denn die gehen auch auf Menschen los. Ja. Ich bin mir sicher, dass ihn damals in der Zeit, wo ich noch nicht auf das geachtet habe, Hirschlausfliegen gebissen haben. Ja. Und wie gesagt, die können schwerste Infektionen und derartige Krankheitsbilder hervorrufen, wie Vito eines gehabt hat. Ja. Oder vielleicht war es ein Zeck. Auch hier habe ich vorgesorgt. Ja, auch wenn viele mich jetzt kritisieren, andere wiederum benutzen es selbst. Vito bekommt Bravecto. Aber ich habe mir das gut überlegt. Ja. Es hilft. Bei uns wimmelt es vor Zecken. Bei uns nützt kein Kokosfett oder sonstige, es nutzt nichts. Ja. Es mag vielleicht, weiß ich nicht, in Gegenden nutzen, wo alle 200-300 Meter 2 Zecken sitzen. Aber
2 Zecken sitzen bei mir auf einem Mikrometer. Ja. Wenn Vito dieses Bravecto nicht bekommt, nehme ich ihm am Tag 25 Zecken raus. Ja, ich muss ihm was geben, das knallt. Ja. Ich kenne auch viele Hundebesitzer, die dieses Bravecto ihren Hunden dieses Mittel Zeit ihres Lebens verabreicht haben. Ja. Und der letzte Hund, der das bekommen hat, wurde 15 Jahre alt, hat nie irgendwelche Probleme gehabt. Ja, ja, also darüber kann man streiten. Ja, also, Bravecto. Ich suche ihn jeden Tag nach dem Waldspaziergang ab. Erwische immer eine Hirschlausfliege, die ich sonst mit nach Hause genommen hätte, die ihn mit Sicherheit gebissen hätte. Soweit ich weiß, beißen die, dann werfen sie die Flügel ab, ja, und dann legen sie Eier oder so irgendwie läuft das. Ja. Ist sicher geschehen, bevor ich das gemacht habe, bevor er diese Krankheit gehabt hat. Reinige ihn jeden Tag in der Früh sein Fell, wie gesagt mit den Fingern, dann mit den nassen Baumwolllappen, putze ihm jeden Tag die Ohren und ich sage Ihnen was. Ich bin davon überzeugt, das ist meine Meinung, dass diese Pflege meines Hundes fundamental für seine Gesundheit ist. Ich bin davon überzeugt. Und das wäre eine Sache, die ich von Beginn an tun würde. Ja, so, Fazit aus Haltung von Boris, Attila, Shiro und Vito. Nun, als Mensch, der in Kürze vorhat, sich seinen ersten Hund zu holen, würde ich auf jeden Fall ganz tief in die Basics zum Tierhund eintauchen. Das tun, was wir bei Boris nicht gemacht haben. Zum Glück aber ja, von ihm auf die richtige Fährte geführt wurden. Ja. Also das habe ich von Boris gelernt. Was würde ich noch tun? Ich würde ganz genau überlegen, in welche Richtung ich meinen Hund erziehe. Und das hat mir Attila gelernt. Ich würde außerdem den Welpen oder Junghund körperlich an die Rasse angepasst bewegen. Das habe ich von Shiro. Denn obwohl ich da schon ein fortgeschrittener Hundefuchs war, möchte ich meinen, dass ich das etwas übertrieben habe. Ja? Und Vito lernte mir, dass tägliche Körperpflege des Hundes fundamental für seine Gesundheit sein kann. Und davon bin ich absolut überzeugt. Ja, liebe Zuseher, das würde ich beim Erwerb meines ersten Hundes heute anders tun, als ich es bei meinen Hunden bis jetzt getan habe, von Beginn an. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Zusammenfassung aus vielen Jahren Hundehaltung helfen konnte. Mein Ziel war es, Ihnen wertvolle Tipps zu geben, die Ihnen helfen, die ersten Schritte mit Ihrem neuen vierbeinigen Freund zu erleichtern. Ich wünsche Ihnen viel Freude und eine wunderbare Zeit mit Ihrem eventuell bald eintreffenden Kaltnasenschnäuzler. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.